Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Björn und im heutigen Video geht es um die Grundübungen, die man, wenn man mit Calisthenics anfangen möchte, unbedingt in seinen Trainingsplan einbauen sollte. Die letzten beiden Videos waren ja etwas theoretischer, da ging es eher um die Frage, wie man sein Training plant bzw. strukturieren kann. Und heute soll es dann eben, wie gesagt, um die Grundübung gehen, um gerade am Anfang eben sich an das Training zu gewöhnen und halt eben auch guten und sicheren Fortschritt zu machen. Es ist auf jeden Fall so, dass man sich auf die großen Muskelgruppen fokussieren sollte und auf Bewegungen, die eben mehrere Muskeln auf einmal trainieren. Und von daher unterteile ich das einfach so ein bisschen in ziehende Muskulatur, in drückende Muskulatur, dann in die Muskulatur der Körpermitte bzw. den Rumpf. Dann haben wir die Beine und als allerletztes würde ich gerne auf den Handstand eingehen. Handstand deswegen, weil man, auch wenn man mit dem Ganzen erst anfängt, ihn trotzdem schon mal üben kann bzw. sich in die Richtung bewegen kann und nicht nach 1-2 Jahren Trainingserfahrung erstmal anfangen muss und den Handstand nachholen muss. Also wenn ihr den Handstand eben lernen wollt, solltet ihr ihn direkt von Anfang an in euer Training einbauen. Wenn ihr ihn aus welchen Gründen auch immer nicht lernen wollt, weil ihr kein Interesse daran habt, dann könnt ihr ihn natürlich auch weglassen. Wenn ihr gerade mit dem Training angefangen habt, dann würde ich euch raten, von jeder Muskelgruppe eben euch eine Übung rauszusuchen und dann die dementsprechende Progression und euch dann langsam hochzuarbeiten. Wichtig ist eben halt, dass sich euer Nervensystem und auch der Körper eben an das Training und die Belastung gewöhnen kann. Mehr machen kann man zu einem späteren Zeitpunkt immer noch. Wenn euch eine Übung zu wenig erscheint, könnt ihr natürlich auch 2 Übungen pro Muskelgruppe nehmen. Wenn ihr noch nicht wisst, wie manche Übungen funktionieren oder auf was ihr achten müsst, ich verlinke euch hier eine Playlist, da findet ihr Tutorials zu den Übungen, die ich hier vorstelle. Anfangen möchte ich mit der ziehenden Muskulatur. Die Hauptübung hier wären eben die Klimmzüge. Wenn ihr noch keine Klimmzüge könnt, dann würde ich euch empfehlen, eben Klimmzüge mit Unterstützung zu machen, sprich mit einem Resistance Band, meine Empfehlung. Ansonsten würde es noch die Möglichkeit geben, negative Klimmzüge zu machen. Obwohl ich das persönlich einfach ein bisschen demotivierend finde, weil man eben für jede Wiederholung nach oben springen muss. Mit dem Resistance Band hat man einfach die Chance, sich die Bewegung zu vereinfachen und sich vor allem auf das richtige Bewegungsmuster zu konzentrieren. Wenn ihr auch das noch nicht schafft, dann ist es nicht weiter wild. Dann würde ich euch empfehlen, mit Rudern zu beginnen. Das könnt ihr machen an der Stange oder eben halt auch an Ringen. Wenn ihr in einem Fitnessstudio trainiert, könnt ihr das Ganze auch an einem TRX-Trainer machen und dann könnt ihr euch eigentlich immer weiter vorarbeiten. Sprich, ihr würdet mit Rudern anfangen, dann würdet ihr vielleicht Klimmzüge mit Unterstützung machen und irgendwann werdet ihr dann normale Klimmzüge können. Und wenn ihr eben sagt, euch ist das Volumen zu gering, dann könntet ihr natürlich auch sagen, okay, ich mache Klimmzüge eben mit Resistance Band und danach mache ich noch meine Sätze Rudern unter einer Stange bzw. eben an den Ringen. Die Muskeln, die ihr damit beansprucht, sind hauptsächlich in eurem oberen Rücken, sprich der Lat, die hintere Schulter, dann habt ihr ein bisschen die Arme drin, also Bizeps und Brachialis, die Unterarme durchs Greifen und natürlich arbeitet ihr auch eben gleichzeitig an eurer Griffkraft. Dann kommen wir eigentlich zum Gegenspieler und zwar der drückenden Muskulatur. Die Übungen, die ich hier empfehlen würde, wären Dips und Liegestütz. Wobei Dips eben wie im Vergleich zu Klimmzügen die schwerere Variante sind. Und auch hier könnt ihr euch mit einem Resistance Band helfen, um die Bewegung etwas zu vereinfachen. Oder was hier auch wirklich gut ist, sind eben negative Dips. Ansonsten haben wir den Liegestütz. Je nachdem, wie weit ihr hier seid, könnt ihr natürlich einfach eure Hände erhöhen, um euch das Ganze etwas zu vereinfachen. Für alle Leute, die ins Fitnessstudio gehen, es gibt im Fitnessstudio eine Maschine oder einen Turm, nenne ich es einfach mal, wo man sich draufknien oder draufstellen kann und sich Gegengewicht für Klimmzüge und Dips einstellen kann. Davon würde ich generell abraten, weil es einfach eine andere Belastung und auch einfach eine andere Bewegung ist, als wenn man das Ganze frei eben mit Resistance Band übt. Die Muskulatur, die ihr hauptsächlich mit Liegestütz und Dips trefft, sind eben die Brust, die vordere Schulter, der Trizeps und natürlich zu einem gewissen Grad auch die Bauchmuskeln, um einfach euch selber zu stabilisieren. Und zu den besagten Bauchmuskeln kommen wir auch jetzt. Und zwar würde ich als nächstes gerne auf die Rumpfmuskulatur eingehen, sprich die Bauchmuskeln und vor allem auch den unteren Rücken. Das ist wirklich was viele Leute einfach vergessen oder einfach nicht gerne trainieren. Wobei eben auch der untere Rücken extrem viel Arbeit leistet, um euch bei einigen Sachen zu stabilisieren. Deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass man den unbedingt mit trainiert.
Die erste Übung wäre hier eben die Leg Raises bzw. Knee Raises, sprich Bein- oder Knieheben, je nachdem wie weit ihr eben seid. Knieheben ist die etwas leichtere Variante, ganz einfach deswegen, weil der Schwerpunkt halt weiter am Körper ist. Und wenn ihr die Beine halt ausstreckt, dann habt ihr einfach einen größeren Hebel und dadurch wird das Ganze schwerer. Anfangen könnt ihr tatsächlich damit auf dem Boden. Wenn ihr damit ganz gut zurechtkommt, dann könnt ihr eben die Beine auch ausstrecken und das Ganze eben mit gestreckten Beinen auf dem Boden machen. Dann könntet ihr als nächstes eben Knieheben am Barren machen und dann eben halt auch Beinheben am Barren. Und der letzte Schritt wäre dann eben das Ganze an der Stange zu machen, sprich erstmal Knieheben und dann irgendwann langsam, aber sicher die Beine auszustrecken und dann eben Beinheben an der Stange zu machen. Worauf man dabei achten sollte, ist, dass man das auf jeden Fall ohne Schwung macht, weil sonst nimmt man sich einfach die komplette Anstrengung und es geht nicht darum, irgendwie so hoch wie möglich zu kommen, sondern euren Bauch so gut wie möglich zu treffen. Das zweite, was ganz wichtig wäre, ist, dass ihr im oberen Teil einfach ein bisschen eure Hüfte nach vorne kippt, damit ihr einfach eine Anstrengung auf die Bauchmuskeln bekommt. Ansonsten würdet ihr nur euren Hüftbeuger trainieren. Die nächste Übung, die ich empfehlen würde, wäre der Plank. Ich finde die Übung einfach gut, um eben halt statisch Körperspannung aufzubauen. Und wenn man das Ganze zu lange halten kann, dann kann man sich es eben halt ein bisschen erschweren, indem man zum Beispiel ein Bein hochnimmt oder einfach mit den Armen etwas nach vorne wandert. Die nächste Übung wäre dann für den unteren Rücken. Das Ganze eignet sich perfekt nach dem Plank und zwar wäre das der Reverse Plank, wobei ihr euch eben auf den Rücken legt, die Arme ausstreckt und eben euren Po anhebt. Und ihr werdet merken, wie sofort eure Körperrückseite anfängt zu arbeiten. Wenn das Ganze zu einfach wird, dann könnt ihr euch eben einfach auf die Arme stützen. Die nächste Übung für den unteren Rücken, die ich euch vorstellen möchte, sind die Hyper Extensions. Hier liegt der Fokus vor allem auf dem unteren Rücken und auf dem Po. Anfangen kann man damit eben auch auf dem Boden, indem man sich ganz normal hinlegt und anfängt, den oberen Rücken etwas zu heben. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht, dann gibt es dafür so ein extra Gerät. Ich glaube, das Ding heißt sogar Rückenstrecker. Sieht aus wie so ein Bock, da kann man sich perfekt drüber legen. Ansonsten könnt ihr das Ganze auf dem Barren machen, indem ihr euch wie ich da einfach dazwischen legt. Empfehlen würde ich euch, dass ihr euch ein Handtuch um die Stange wickelt, einfach weil es sonst anfangs ein bisschen auf dem Hüftbeuger schmerzen kann. Ihr solltet darauf achten, dass der Rücken möglichst gerade bleibt und eben die Schultern nicht nach vorne sacken. Und auch hier geht es nicht darum, wer am weitesten runterkommt oder hochkommt, sondern darum, dass ihr euren Rücken ordentlich trefft und dass ihr eben lernt, diese Bewegung zu kontrollieren. Als nächste Muskelgruppe wären dann die Beine dran. Es gibt wirklich viele Übungen, um seine Beine zu trainieren und gerade in Zeiten von Social Media und Instagram sieht man auch viele exotische Beinübungen. Ich würde euch allerdings einfach empfehlen, bleibt bei den Basics, wie zum Beispiel der Kniebeuge, werdet da drinnen gut und wenn euch das Ganze zu einfach ist, dann könnt ihr auch zum Beispiel Jumping Squats machen. Eine weitere wirklich gute Beinübung sind Ausfallschritte. Auch hier kann man sich das Ganze einfach erschweren, indem man zum Beispiel Sprünge einbaut. Erstmal erschwert sich das Ganze und man steigert dadurch gleichzeitig seine Explosivkraft. Die dritte Übung, die ich empfehlen würde, wäre eine statische Übung und zwar der sogenannte Wall Sit. Hierbei sollte man darauf achten, dass wenn man an der Wand sitzt, die Knie in einem 90-Grad-Winkel sind. Ansonsten kann man hier eigentlich nicht viel verkehrt machen und man hält das Ganze einfach so lange, bis man nicht mehr kann. Hier gilt so ein bisschen dasselbe wie auch beim Plank. Wenn es zu lange ist, dann solltet ihr euch die Übung ein bisschen erschweren. Zum Beispiel könnte man sich Gewicht auf die Oberschenkel legen, weil es bringt einfach nichts, wenn ihr das irgendwann 10 Minuten halten könnt. Weil wirklich Kraft aufbauen tut ihr dann damit nicht mehr. Dann kommen wir jetzt zu den Waden. Da würde ich einfach Wadenheben empfehlen. Das Ganze könnt ihr im Endeffekt zu Hause auf eurer Treppe machen oder auf jeglicher Art von Erhöhung. Wichtig ist, dass ihr nach oben wie auch nach unten den vollen Bewegungsradius ausnutzt. Und wenn euch das Ganze zu leicht wird, dann könnt ihr einfach irgendwann auf ein einzelnes Bein wechseln. Der letzte Punkt auf meiner Liste wäre dann eben der Handstand. Da sucht ihr euch am besten einfach eine Progression aus, die euch Spaß macht, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr trotzdem einfach noch Fortschritte machen könnt. Sprich zum Beispiel der Frog Stand, Kopfstand oder eben Handstand gegen die Wand oder auch vielleicht einfach mal frei probieren. Ich kann es einfach, wie gesagt, nur empfehlen, damit man das nicht einfach irgendwann nachholen muss und sich dann ärgert, warum man nicht früher damit angefangen hat. Außerdem trainiert ihr damit natürlich zum Beispiel die Schultern, den Nacken, den Rumpf und ihr bekommt mehr Koordination und Körperspannung. Ich habe es zwar schon am Anfang einmal erwähnt, aber ich möchte es einfach gerne nochmal wiederholen. Sucht euch einfach jeweils eine Übung davon raus und macht diese Übung. Und wenn ihr denkt, dass das Volumen für euch zu gering ist, beziehungsweise ihr euch gut genug an das Training gewöhnt habt,
dann könnt ihr einfach gerne noch eine zweite Übung ergänzen und das Ganze pro Übung für 3 Sätze und dann 3-mal die Woche und dann werdet ihr in ziemlich kurzer Zeit ziemlich viel Fortschritte machen. Wenn ihr euch jetzt, was die Satzzahlen oder die Trainingstage angeht, fragt, wieso, weshalb, warum, schaut euch gerne die vorigen Videos dazu an. In den nächsten beiden Videos wird es weiterhin um das Thema gehen, wie man mit diesem Sport anfängt. Ein Video wird sich um Mobility drehen, das nächste dann um Ernährung. Wenn ihr so Interesse an diesen Videos habt, abonniert gerne meinen Kanal. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao!